Buenas Weltenbummler. Wir haben Tag 41 nun in Venezuela und für uns geht es jetzt von Caracas aus nach Canaima. Hier erwartet uns der größte Wasserfall der Erde. Freut euch auf die nächsten 7 Tage. Vamos! Guten Morgen zusammen. Ja, wir sitzen hier im Auto. Es ist, Lisa, wie spät ist es? 5:20 Uhr am Morgen. Das ist immer so überhaupt nicht unsere Zeit. Und wir fahren jetzt zum Flughafen, denn wir wollen verreisen. Na, Cafecito de la mañana. Guten Morgen, ihr Lieben. Mal eine ganz andere Perspektive, in der wir uns gerade befinden. Und zwar sitzen wir gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Canaima. Genau. Dort erwartet uns der höchste Wasserfall der Welt. Den größten haben wir ja schon gesehen, in Brasilien, die Iguazu-Wasserfälle. Doch den höchsten, den wollen wir natürlich nicht auslassen, wenn wir einmal hier natürlich in Venezuela sind. Denn wie wir immer so schön sagen, man lebt ja nur einmal und wir sind auch nur einmal hier in Venezuela. Deswegen wollen wir natürlich das alles auch mitnehmen. Deswegen haben wir jetzt einen Flug gebucht, gestern. Und heute sitzen wir drinnen und los geht's. Ja, genau. Wir werden eine Woche dort sein, in dem Nationalpark Canaima. Werden dann in den Camps sein, werden mit dem Boot zu den Wasserfall fahren, werden uns noch das ein oder andere dort mit angucken. Ja, haben alles dabei, was man so braucht. Wir sind Selbstversorger und ja, wir wollen ja Kosten sparen. Also schauen wir mal, was uns erwartet. Genau. Manuel wartet schon auf uns dort, den Spanier, den wir bereits auf der Reise kennengelernt haben. Er hat schon den einen oder anderen Kontakt klar gemacht, sodass wir auch etwas günstiger unterwegs sein dürfen, denn normalerweise ist diese Reise hier auch ganz schön kostenintensiv und hat uns mit Tipps versorgt, dass wir uns, wie gesagt, mit Essen eindecken sollen, ihm da auch noch ein bisschen was mitbringen, damit wir jetzt die nächsten 7 Tage, ich weiß noch nicht, was es kostet, aber wahrscheinlich für Schweinegeld, ja, essen gehen, vermeiden. Genau. Sondern selber kochen. Wir kochen selber, wir buchen unsere Flugzeuge selber und das spart alles Geld und jetzt sind wir unter der Hälfte von dem, was es normalerweise kostet, wenn man eine Tour bucht. Wenn ihr noch Tipps braucht dafür, könnt ihr uns gerne was schreiben und wir versorgen euch dann mit den gleichen Infos, wie wir versorgt wurden. Bis dahin, ciao, ciao. Wir haben Caracas mit dem Flugzeug verlassen und sind circa 1 Stunde hier runtergeflogen nach Canaima. Und Canaima ist die Hauptstadt des gleichnamigen Nationalparks.
Wir sind in Canaima. Wow. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Ay, qué bueno. ¿Todo bien? Der Nationalpark Canaima ist Teil der Gran Sabana. Er grenzt im Osten an Guyana und im Süden an Brasilien an. Da es im Nationalpark keine Straßen gibt, werden alle Güter, wie zum Beispiel Treibstoff, Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände mit dem Flugzeug eingeflogen. Der kleine Flugplatz in Canaima hat jedoch schon bessere Zeiten gesehen. So machen die Folgen der Wirtschaftskrise hier in Venezuela und die Folgen der Corona-Pandemie dem Tourismus und dem kleinen Städtchen zu schaffen. Größere Flugzeuge mit Touristen kommen immer donnerstags und sonntags. Kleinere Versorgungsflugzeuge sind jeden Tag anzutreffen. Täglich werden Flüge mit dem Flugzeug oder dem Hubschrauber zum Angel Fall angeboten. Nachdem uns Manuel so herzlich am Flughafen begrüßt hat, stellte er uns Gabriel vor. Gabriel ist Guide und begleitet Touren zum Angel Fall. Bei ihm werden wir die nächsten Tage im Haus mit wohnen. Ja, das ist unsere Unterkunft und hier wird fleißig gearbeitet. Manuel, der Spanier, mit ein paar Leuten aus dem Dorf. Und hier soll eine Toilette gebaut werden. Und das ist alles hier gar nicht so einfach, weil einfach die Materialien alle mit dem Flugzeug eingeflogen werden müssen. Und dadurch sind sie richtig, richtig teuer. Ja, aber man hilft sich in jeder Möglichkeit, improvisiert, macht und tut. Manuel, ¿qué es el plan aquí? Aquí es hacer un baño. Ajá. Vamos a hacer un baño en casa de Gabriel. Sí. Sí, aquí estamos Muy echando bien. una mano. Sí. Vamos a echar una planta de hormigón para hacerle un baño encima. Perfekto. So, das ist eine Wasserwaage Ahí está. hier Márcale in ahí. Südamerika. Funktioniert. Hola amigos. ¿Qué es eso? Es el nivel de agua. Esto lo inventaron los romanos. Sí. Sí. Creo que es de los romanos, no lo sé. Pero funciona. Cuenta de un saco de cemento. Entonces una casa sencilla es una exageración, $30.000 en material. Sí. Yo había oído otra cosa como el ala de una gallina y pensé que se había subido una gallina a la hamaca. Ja, wir sind jetzt hier im Camp Canaima angekommen und wir sind absolut beeindruckt von der Landschaft hier. Wir haben schon ganz viel über die Situation hier gesprochen mit den Einheimischen und das ist echt verdammt hart, was hier abgeht. Aber dazu später mehr und jetzt zeige ich euch was richtig Tolles. Es ist einfach ein Paradies. Manuel hat es gerade ganz schön gesagt, man könnte wirklich einfach nur hierher fliegen, ne? Sich diesen wunderschönen Blick hier anschauen und man wäre schon überglücklich. Man müsste gar nicht das Geld hier noch in die Hand nehmen und hier hoch. Klar, es ist der höchste Wasserfall der Erde, der Angel Fall. Das wird atemberaubend sein, aber das
das ist allein jetzt schon ein Blick wert, dass wir hierher gekommen sind. Puh. Und ich dachte, den Stein, möchte ich jetzt mal schön nennen, den wir gerade sehen, ist schon Tupui. Aber nein, das ist gerade mal nur so ein kleiner hier. Und ich bin schon etwas überrascht und kann es in meinem Kopf noch gar nicht wirklich fassen, wie gigantisch groß das ist. Aber ja, 700 Quadratkilometer, das ist schon eine Menge Fläche. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir dann die Tage dann über den Fluss zu den Angel Falls ja, gehen, fahren, kommen, wie auch immer. Geilo. Ich bin übelst überwältigt. Das ist ja echt. Ja, Tag 3 hier in Canaima. Wir bereiten uns gerade vor, an den Salto de Ángel zu fahren, wandern, whatever. Und das sind die Kameraden. Wir holen jetzt Benzin, weil das brauchen wir fürs Boot. Denkt nochmal dran, der Liter 6 Euro hier. Also da müssen wir noch mal ein bisschen in die Tasche greifen. Wir haben gestern noch Essen eingekauft, was wir dann oben im Camp nehmen. Wir bleiben eine Nacht dort oben, laufen dann morgen zum Salto hinter. Und jo, schauen wir mal. Jetzt holen wir erstmal Benzin. Hola amigos, buenos días, estoy feliz aquí con Misa y con Lisa. Por segunda vez voy a subir aquí al Salto Ángel con ellos, les he estado esperando y es un día muy feliz para mí poder compartir con ellos. Así que nada, vamos hacia el puerto ahora con Gabriel, que es un indígena de aquí de Canaima, que nos ha acogido en su casa, es una familia increíble y nada, nos va a llevar en su cuyara hacia el Salto Ángel. Son 3 horas de navegación hacia allí, es increíble. Venga, un abrazo a todos. Gracias. So, wir sind jetzt am Einstiegspunkt, am kleinen Hafen, wo unsere Tour losgeht. Hier wird das Boot gerade fertig gemacht. Alles wird eingepackt, wasserdicht verpackt, damit nichts nass wird. Und wir steigen jetzt gleich ein und dann geht es erstmal gute 3 Stunden flussaufwärts. Dort geht es dann in den Nebenfluss rein und dann in Richtung Salto Ángel.
Sí, justo es más bonito. Porque nosotros subimos, había poca, y al bajar había como ahora. Y es bonito. Bei Manuel ist immer alles bonito. Muy bonito. So ihr Lieben, wir sind angekommen im Camp, kurz bevor es dann zum Salto Ángel geht, und da hinten, da sieht man ihn schon. Knapp 1000 Meter hoch, und es ist einfach nur beeindruckend hier zu sein, das schon aus der Ferne zu sehen. Morgen werden wir bis rangehen und wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Wow! Ja, wir haben hier unser Zelt aufgebaut. Das ist alles ziemlich cool organisiert. Die meisten machen das natürlich mit einer Hängematte. Wir hatten keine Hängematte dabei, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen unser Zelt mit. Haben wir dann hier drinnen aufgebaut. Ja. Jetzt gibt es was zu schnabbeln. Und wir sind auch ziemlich exklusiv hier. Nur ganz wenig Leute. So kann man das auch genießen. Und Essen bei dem Blick, das ist schon was ganz Geniales. Bon provecho. Gracias. Bei bestem Wetter erreichen wir das Basiscamp, und so nutze ich die Zeit und das schöne Wetter, um unsere Drohne schon einmal die 2 Kilometer bis zum Wasserfall vorauszuschicken. So, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Salto de Ángel. Wir sind jetzt aufgebrochen vom Basiscamp in Richtung Hauptmirador, wo man quasi den Salto de Ángel am besten sehen kann. Heute früh aufgewacht und der Salto war komplett im Nebel, und ja, wir hoffen jetzt einfach, dass es sich ein bisschen lichtet und dass wir ihn dann gut sehen. Heute Nacht hat es richtig doll geregnet. Das heißt, im Wasserfall sollte auch viel Wasser sein. Schauen wir mal. Am Tipuy, da rauscht ein Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist's Wasserall. So Schnupsi, wie hat es dir denn bisher gefallen? Schön war's. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen, wir durften das Privileg erhaschen, dass wir ganz alleine hier waren, weil wir haben mit den Gabriel kennengelernt.
der auch ein Guide ist und fast täglich zum Salto Angel mit Gruppen läuft. Und er hat uns offeriert, dass er uns, wir schlafen auch bei ihm im Haus, dass er heute mit uns die Tour alleine macht, ganz in Ruhe hier schlafen, heute hier hoch. Und das ist schon cool, wenn man komplett alleine ist und das bewundern darf und nicht andere noch mit dabei sind, um das perfekte Instagram-Bild zu machen. Nein, wir dürfen heute alleine hoch. Das ist cool, Jo. Schauen wir mal. Ja, und der Pfad, der schlängelt sich hier durch den Dschungel. Und ja, man mag es kaum glauben, aber der Dschungel hier ist eigentlich von Menschen so ziemlich unberührt. Und es gibt teilweise immer noch Debris, also diese Tafelberge, wo bis heute kein Mensch drauf war. Und es waren auch nur noch sehr wenige Menschen auf dem Tafelberg, auf dem großen Tafelberg, wo der Salto de Angel losgeht. Ganz interessant. Man kann das zwar machen mit dem Hubschrauber, kostet aber so um die $5.000. Ja, und rund 300 Höhenmeter geht es vom Fluss, vom Basiscamp aus hier hoch. Der erste Teil ist anspruchslos, einfach gerade hin, ein paar Wurzeln, Steine. Der zweite Teil hier ist ja, mit ein paar größeren Steinen und es geht jetzt ein bisschen hochwärts, aber man kann alles gut erreichen. Das Wetter ist immer noch ein bisschen bescheiden, es regnet. Und es ist halt warm und man wird von außen nass und von innen. Ja, also egal wie, man ist nach dem Aufstieg nass. So Leute, wir haben es geschafft. Auch Lisa kommt gerade um die Ecke. Und hier ist er.
einem atemberaubenden Tag an den Angel Falls ging es für uns wieder zurück in die Zivilisation. Wir verpackten unsere Ausrüstung und verließen mit dem Boot das Camp flussabwärts. Nach unserer Rückkehr in Canaima besuchten wir noch eine Kulturveranstaltung im Ort. Da die Einwohner von Canaima zum Volk der Pemon gehören, möchte man mit solchen Veranstaltungen das kulturelle Leben den Touristen nahebringen.
Daumler. Wir hoffen, euch haben die Bilder gefallen. Und genauso wie uns, es war der Traum, die letzten 7 Tage hier zu sein in Canaima. Und viele liebe, tolle Menschen wieder kennengelernt zu haben und wieder viele neue Fotos im Kopf zu haben und neue Erinnerungen im Kopf zu haben und neue Memories im Kopf zu haben. Und deswegen nehmen wir euch auch so gerne mit, um euch einfach dran teilzuhaben, was wir hier erleben und wie schön die Welt ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich ganz doll darüber, wenn ihr ein Herzen da lasst, einen Daumen hoch da lasst oder gern einen Kommentar da lasst. Für uns geht es jetzt erstmal wieder zurück nach Caracas. Freut euch auf nächste Woche. Bis bald, ihr Lieben.